Willkommen zurück zu Banner of the Maid. Ja, letzte Folge ist ein bisschen lang geworden, aber das sage ich ja. Machen wir zwischendurch auch kürzere Folgen wie die Folge davor. Wir haben neue Quests bekommen, das ist schon mal gut. Wir saven erstmal das Game, das wir letzte Schlacht auch erfolgreich durchgestanden haben. Und dann gucken wir eben. Wir gucken ins Roster. Wir haben dieses Rapier bekommen, ne? Ich würde gerne wissen, was das genau kann. Ist auf jeden Fall ein Accessoire gewesen, weil ich habe das schon gesehen bei ihm damals. Attack +1. Okay, das ist jetzt nicht der Oberwahnsinn. Und glaube ich, jeder hat von uns irgendwas, ne? Wir haben keinen, der nichts hat. Das heißt aber nicht, dass es immer die besten Sachen sind, die Leute besitzen. Ah ne, warte mal, sie hat noch nichts. Ha. Jetzt schon. Charlotte. Du bekommst jetzt ein Rapier. Jetzt kannst du Dual wielden mit Saber und Rapier. Dual Wielding Horse Combat. Klingt stressig, aber hey, sie macht das schon. So, alles klar. Dann auf zur City Map. Wir gehen mal erstmal in den Palast. Das ist ein Permanently Armor Increase. Wow. Kann man auch nur zweimal kaufen. Also die verkaufen also auch die Style Increase Items, aber die kann sich ja kein Mensch leisten. Vor allem, wenn man auch immer mal Waffen kaufen möchte, ne? Aber wir haben tatsächlich neue Accessoires, und zwar 2 Stück. Rabbit's Foot, Dodge +10 und Looking Glass Hitchhand +10. Die sind natürlich nur besser als die bisherigen Upgrades, aber ich will jetzt nicht so viel Geld dafür ausgeben, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wir so schlecht treffen würden. Oder so schlecht dodgen würden. Das sehe ich doch als ziemlichen Luxus an. Luxus, den wir momentan nicht benötigen. Gerade die Zeit. Müsste eigentlich, ne? Mindestens eine Person ist ja komplett neu. Sogar 2. Marie-Therese. Queen Mary's daughter, a princess who has rarely made public appearances in recent years and has always lived beside her parents, which caused her to have a very limited understanding of the outside world. Her knowledge from books is far cry from reality. Charlotte and I spent considerable effort guarding her. I hope the princess can grow up soon. Charlotte. At the École Militaire, Charlotte was gentle and considerate, and she stood out among her classmates for how well she cared for the younger generation. Though now she has grown a bit cold. I don't know what happened to her after graduation, even being admitted into the service of General Marquis de Lafayette. Ich habe wieder fast Lafayette gesagt, oder keine Ahnung was anderes. Did not return here to her cheerful self. But the fact that the general sent her to take charge of the princess's court mission shows that she still has his trust. I truly hope that the kind, sincere smile she had at the École Militaire will show itself once more. Philippe. A Bavarian-born mercenary officer who came to Paris while escorting a foreign person of great import. His appearance gives the impression of someone who's quite sloppy, though he is quite detail-oriented. My God. Because of someone claimed to have the information about his sister, he became involved with the bandits who attacked Paris. However, he never hurts civilians and does not fully cooperate with the bandits. Gut, das war's dann wieder. Das sind immer ähnliche Texte, die da kommen. Ah, wir haben eine neue Entrustment Offensive. Okay, das ist aber jetzt keine wiederholbare Schlacht, ne? Aber es ist trotzdem eine Free Battle. Clear up the enemy force on the plain. Seize the opportunity to train your troops and prepare for the upcoming battles. Ja, ich glaube, das ist wieder eine freie Schlacht, die wir hier kriegen. Ich kann die ja schon mal annehmen. Und kurz reingucken. Ja, es ist wieder dieser Ort, ne? Kennen wir ja schon. Und hier sind auch dieselben Warnungen. Es sind sogar dieselben Bedingungen, ehrlich gesagt. Die Gegner sind, glaube ich, ein Level höher als vorher.
Aber wir kriegen vor allem Kohle hierfür. Das mache ich dann wieder für mich. Das braucht ihr nicht unbedingt mitzuerleben, weil das ist ja einfach nur Training dann. Aber annehmen ist ja schon mal in Ordnung. Yes. Mhm. Andere Mission haben wir nicht bekommen, ne? Gut. Dann gibt es eigentlich nicht viel, was sie machen müssen. Ich würde aber kurz gerne hier hingehen. There have been many changes in Paris this month. You should walk around if you have some free time. Ich dachte erst, ich könnte dir dieses Buch zeigen, dieses Notizbuch, was wir gefunden haben. Anscheinend bist du nicht der Richtige dafür. Alles klar. Oh. Ich erinnere mich an etwas anderes, was ich unbedingt noch machen wollte. Aber dafür ziemlich viel Umwege gehen muss. Wir müssen nicht erstmal wieder hier hin. Mal kurz gucken, wer war das nochmal? Du. Equip. Das hier kannst du bitte einmal rausnehmen. Das kann man mir schön verkaufen. Das brauchst du nicht mit dir rumzuschleppen. Brot haben wir gerade keins mehr übrig, ne? Leider nicht. Soll ich vielleicht ein bisschen Brot kaufen für sie noch? Ich gebe einfach mal einen Rotwein. Wobei ich ihn auch nicht benutze. Ich kaufe vielleicht noch ein bisschen Brot und gebe ihr das. Wir müssen ja sowieso auch verkaufen gehen. Dieses Item. Ja. 600 immerhin, nicht schlecht. Mittlerweile habe ich eigentlich eine Kohle zusammen, bloß ich habe momentan nichts wirklich allzu Relevantes zu kaufen. Aber schon okay, wir sparen das Geld einfach und sobald wir wieder Waffen kaufen können, können wir auch entsprechend zupacken, ne? Das ist gut. Ein bisschen Brain AFK bin ich gerade. Was wollte ich nochmal machen? Ah, ich wollte hier das Brot noch ausrüsten, logischerweise. Sehr gut. Alles klar, würde ich sagen, machen wir die nächste Main Quest. Ich hoffe mal, ich gehe mir davon aus, dass diese Quest, die wir da bekommen haben, für uns auch später noch machbar ist. Für die extra Kohle. Dann mache ich die nämlich erstmal danach. Dann für mich. Und dann machen wir heute gleich die nächste große Main-Kampagne. Nein, nicht City Map, wir müssen marchen. Ich hoffe mal, die Quest bleibt bestehen. Und dann machen wir erstmal direkt jetzt Chapter 10, Dance of Conspiracy. During the École Militaire celebration, an unknown conspiracy is brewing in the dark corners of the garden. École Militaire Paris. The celebration is about to begin. Comte de Mirabeau and the Queen should be in École Militaire. We can't risk taking the troops in, so I'll go in and gather intel myself. 这样的话 Everyone stay in the square in case anything happens. The Queen may also be the target of assassination attempts. Cosette, you're in charge of communications. Send word to me if there are any problems. 没问题。 Okay, be careful, Pauline. If you're in danger, don't play tough. Don't worry about me. Speaking of which, this place is associated with some terrible memories. The place of tragedy is now holding a celebration of joy. The Parisians are really forgetful. You mean the incident a few years ago, when Marquis de Lafayette ordered the army to attack the people in order to control the riots? No one can ever forget the blood spilled in the name of the so-called freedom. 什么？ Nivernais? Mademoiselle Charlotte, you seem to have witnessed the conflict as well. If you were there with Marquis de Lafayette at the time, maybe you'd have stopped him. No, I think that Marquis de Lafayette had his reasons to do so. With such sacrifices, did France find a better future? I think we did. General Desailly? How can you be so sure? Although I joined the army with ideals, the corruption and deprivation I had witnessed was nothing different from the time when the nobility was in power. 可是 What difference will we have with those nobles in the future? Has the future of the country really changed? 唉 Monsieur Lannes, I think this is where the difference rests. Those who became corrupted by power didn't have the ideals of fighting for the future of the country from the very beginning. Only those who stick to their faith from beginning to end can bring changes to this country. Even the wrong changes is by no means worthless, if they're in the right direction.
Is that so? Oh. Anyway, let's hope that Pauline's investigation goes well. Inside the École Militaire. The distinguished guests of the École Militaire should be resting in the nearby rooms. I'll have to search them one by one. What's that on the wall? The emblem of Jeanne d'Arc? Why is there such a thing here? There are a lot of paintings here. Are these the École Militaire's collections? The style looks ancient. This painting. The battery on the beach and the man with long hair. Isn't this my brother in Toulon? Why is there a painting like this? And this one, the woman next to the carriage looks like the queen, and what is that thing glowing with blue light next to her? There's also a white-haired man on the bed. This one looks like Comte de Mirabeau. And the smallest painting? It's scribbled, almost like a child's graffiti. This is a white-haired girl trapped in a birdcage, and she's painting. And the one in the middle? In the center of the studio is a painting that depicts the scene of a finished battle. There's a female officer standing in the middle of the battlefield with a broken banner behind her. Under the banner, soldiers wearing military caps with eagle symbols appear to have fallen to the ground, and the woman seems to be watching them, with an expression of sadness on her face. A string of white hair fluttering in the wind, and the woman's face is so familiar, yet at the same time unfamiliar to me. This is me? Not yet. Oh wow, you are 和预想的一样。 Julie Lebrun, kind of your senior at the École Militaire, and this is my studio. Julie Lebrun. I've heard Charlotte mention his name before, so there's indeed such a senior at the École Militaire, but very few have actually met her. Wir sind sie doch auch schon begegnet, oder ist jetzt plötzlich jemand anderes? Und sieht sie nur so ähnlich aus? Ist doch dieselbe, die uns sonst auch hier die Skills beibringt. There are also rumors that she was recommended by the royal family to the army even earlier than General Rose, but has never been on the battlefield. My apologies, I'm looking for Comte de Mirabeau and the Queen, and I came here inadvertently. 过来。 Inadvertently. I knew that you come, that's why I kept the door open. You are here to learn about maids, am I right? What? How did you know? Comte de Mirabeau isn't here, and he couldn't answer your questions. For that man currently doesn't want to change the development of anything. The reason that you are in Paris is because of me, or rather, because of this painting. In the center of the dark background is an inconspicuous wood-carved box, and below the box is a blood-stained crown that has fallen to the ground. Sometimes I get a sudden inspiration to paint, and these paintings predict the future. That is to say, just like you, I also have the power of the maids. What? So, what is the future this painting foretells? L'amour de fer, the iron chest, an object crucial to the future of the royal family, and certain events related to it are being carried out in the corners of Paris. There may be more clues if I continue the painting, but I don't want to use this ability too often. It makes me feel that I'm pulling the fate of others into a tragedy. Mademoiselle Julie, then why are you still willing to use this ability? Before I answer your question, please answer it yourself first. Questions and answers have special significance for the maids. Pauline, you have doubts about your ability too, so why are you still using it? Ich weiß nicht, wie das hier oben gemeint ist. Das ist das Problem. Also ich meine, man nutzt es ja tatsächlich wirklich aufgrund der Notwendigkeit und ihrer Verantwortung, die sie hat, aber es könnte sein, dass es anders gemeint ist. Wir nehmen mal erst diese geträumte Antwort. Because I want to change the future. 确实。 Although I still don't know about the truth of this power, it has changed my life and given me a chance to enter the battlefield. 我 Without it, I might have spent a lifetime in Corsica. I met all kinds of people on the battlefield. They've dedicated everything to prove their loyalty,
to protect their families or to be freed. If I can take them to a better future, I will never hesitate just because of my fear. Indecisive people aren't worthy of the battlefield. 谢谢。 Although it is immature answer, you are braver than I expected. Your relationship with Yuli grew closer. Okay. I continue to use my painting ability because I believe that is merely a tool, and the method in which it's used will determine right or wrong. And I hope to use it to help those who are stepping into the unfortunate futures and give them an opportunity to choose their path. To tell more people that fate can be changed. According to the records of the royal family, your ability is a power that influences people's hearts, and the consequences can be very different according to the way it's used. Your uneasiness indicates that you are kind, like a child. 可是， Mademoiselle Julie, you believe that the fate can be changed, even when you wield the ability to predict the future? Well, that's because... Ich meine, gerade weil sie das kann. Wenn sie nämlich schon öfter die Zukunft vorhergesehen hat, aber nicht alle Dinge so eingetreten sind, wie sie vorhergesehen hat, dann weiß sie ja, dass man es anscheinend ändern kann. Suddenly I feel like somebody still has arrived. Silly has arrived. Hey, what did you say? We were best friends in Echo Militaire. Were we not? Perhaps it's just your wishful thinking? Wow, Pauline. You're ruthless, heartless. Just kidding, it's been a long time, Eugene. And it seems that you've decided to stay in the army? Yes, after all, my family had lost everything because of my dad. At least I can keep myself fed in the army. I thought you were sure to go back and help him in the theater. Eugene Caron. Her father is a famous playwright in Paris. It was said that the Queen was a big fan of his plays, even played a role once. Although Eugene has unparalleled musical talents and her singing on the stage is intoxicating, she was really as lazy as she could get away with whilst in the École Militaire. No way. Ups, ich bin ja schon jetzt weggedrückt, habe ich gar nicht. Rechtsklick blendet sozusagen das aus. Manchmal habe ich ja Angst, dass ich dann weggedrückt habe. No way. I would be asked to work on the stage all day, accepting endless applause and be talked about by masses of people until I become an old lady. I think most people would call it becoming famous. Let's stop this topic right here, Pauline. So, Cosette asked me to update you right away. There seem to be suspicious troops around the school, possibly bandits from somewhere. Bandits? It's clear the Queen is also their target. Eugene, go back to assemble everyone. I'm going to check the situation of the celebration. Tell Cosette to send her little Skylark here to contact us. 就看我的吧。 Understand. You be careful. Mademoiselle Julie, time's of the essence. Is there anything else you can tell me about the Amour d'Affaire that we mentioned? There's a lot of artwork in the vicinity along with the crown, which means it should be somewhere in Paris where they keep that sort of collection. I remember this. Well then, I'm off to the celebration now. Wait, Pauline. Is there anything else? The first painting I had ever painted depicts my own life, becoming a caged bird, imprisoned by the royal family, and living as a tool of prophecy for the rest of my life. That painting of the girl in the birdcage. So, face your inner self and make your judgment. I believe you can find your own answer, Pauline. And this whole thing is not as simple as it seems. Be careful. Your reputation with the Feuillants has increased by 50. Eugene joined your army. The Feuillants. Unlock part of skills that you can learn in the École Militaire. Außerdem sind dann Level Up, sehr gut. Wir können jetzt theoretisch dann neue Skills lernen. Und wir kriegen noch mehr wahrscheinlich Informationen für die Schlachten. Sehr gut. Das wird sicher hilfreich sein. Und da geht die Schlacht auch schon los. Gut, alles klar. Advice. Defeat all enemies, any 2 friendly units are defeated. Achieve victory in 8 turns wäre Challenge. The field of vision in the dark is limited. It's better to send troops with higher defense abilities to explore unknown areas. Don't miss the intelligence that can be gathered at the celebration. It will allow the little Skylark to lighten up the street lights, and the enemy forces that are suddenly exposed may retreat timidly. Interesting, okay. Gucken wir doch erstmal, wie das hier aussieht.
Okay, wer auch immer ihr alle seid hier. Aber er scheint ja verbündet zu sein, I guess. Achso, das ist auf jeden Fall Lafayette hier, ne? Und wahrscheinlich irgendwelche super... Ja, gut, das ist die Weißhaarige von eben, die Julia. Das ist die ganze Map? Da kommen die Gegner aber in ziemlichen Bulken. Das könnte gefährlich sein. Okay, sie ist beritten. Eine berittene Musikantin. That's interesting. Triumph Music. Enables a friendly unit who already took action to act again. Ach, es gibt doch sowas in diesem Spiel. Ha. Marching Music. Nein, ich wollte mir das angucken. Increases a friendly unit's movement by 2 for 1 turn. Und sie hat ein Brot. Kann sie dann theoretisch wie alle anderen auch, also wie die einzige andere Person, die wir haben, auch heilen? Weil ich würde ja lieber einmal ein Musikstück zum Heilen auch mitgeben, ne? Weil ich glaube nicht, dass ich mir in vielen Missionen erlauben könnte, beide Musikanten dabei zu haben. 18 HP hast du nur. Uff. Sind alle von meinen Leuten gerade da? Nein, Adelheid nicht. Wäre Adelheid sinnvoll? Nicht unbedingt, wir sollten ja Tank ihre Leute mitbringen, ne? Ich denke, es wäre schon mal... Oh, Quatsch, die Kanone könnte auch rüberschießen hier, nee. Aber du kannst schon mal swappen. Du bitte auch. Ja, wie gesagt, wir müssen einfach für die Schlacht reinspringen. Ich glaube, sonst wird das hier nicht viel. Und gucken, wie die ganze Sache läuft. Wenn nur eine gewisse Anzahl von Verbündeten sterben darf, dann dürfen die hier wahrscheinlich auch nicht sterben, ne? Es wird halt problematisch schwer, wenn die hier Kanonen positionieren und dann einfach reinschießen aufs Feld. Da kann man schon was aufheben, oder? Hier vorne? Das sieht aus, als ob man das aufheben könnte, dieser Picknickcopter. Let's go. Turns out the main venue of the celebration is in the garden of the École Militaire. Time is of the essence. I should discuss this with the guests here. The Queen, General Rose, and Marquis de Lafayette should all be accompanied by their guards. Maybe they are already aware of something unusual. Mademoiselle Julie is also here. With her ability, maybe she'll find something new. And also, Nirvane? Why is she here? Es ist ein Typ. Wir gehen immer davon aus, es ist ein Typ. Aber okay. It seems that she's busy eating. Vielleicht irre ich mich auch. Wir wissen es nicht. Anyway, should I start with? Eugene, did you inform Pauline with all the intel? I personally got it done, and by done I mean in the blink of an eye. Really? I remember when we used to play hide and seek at school. We never found Pauline until sunset. Unlike little Cosette, I didn't have a Skylark to help me. Speaking of which, that was definitely cheating. Alas, the two of you haven't changed at all. People don't change so easily, right? And Charlotte is still a caring person, just like the old days in École Militaire. Let's talk about the old days later, when our business here is done. A lot of big shots showed up here at the celebration. If we really encounter an ambush, things will get ugly quick. There should be more enemies than the few bandits we just saw. Too many places to hide in the vicinity, and it's too late to do a full search. Alright, Pauline said that she will be collecting intelligence in the main venue, and she needs Skylark to help. 去吧，小云雀。 Understood, I'm counting on you, little one. Chip, chip. 没错， Be careful by searching before we have a better idea of the enemy whereabouts. The field of vision is very limited at night. Look out for possible attacks from the dark. I must stop the bloody tragedy from happening again this place. There can't be more victims than my mother and father. 什么？ Okay, ich denke mal, dass ihre Mutter und ihr Vater bei dem Aufschnitt damals ums Leben gekommen sind. Und dass sie deswegen auch so unglücklich geworden ist, vor allem, weil sie wollte ja unter Lafayette dienen, den sie anscheinend eigentlich bewundert hat. Und sie dient ja auch immer noch unter ihm jetzt natürlich, aber es ist wahrscheinlich schwierig für sie, wenn er damals einen Befehl gegeben hat, der dafür gesorgt hat, dass ihre Eltern gestorben sind. Auch wenn der Befehl vielleicht gerechtfertigt war. Das mag eine andere Situation sein, aber ne, es ist trotzdem schwierig für sie. Wait, is it possible that the enemy's target is Marquis de Lafayette? Where's Nevers? Don't run into the enemies. Nirvane. No, it's night. In the night, only friendly units and enemies near the light will be shown. Be careful of the enemies lurking in the dark. Ich schätze mal, dass die Gegner wunderbar sehen können. Sometimes you can talk with certain characters during the mission. Move Pauline next to other guests and gather intelligence from them.
Okay. Rose ist hier, ne? Ich weiß schon, wie ich als erstes reden möchte. Immer Rose. Ich kann sie aber nicht rechtsklicken, aber ich gehe davon aus, dass es sie ist, ne? 不要冒进，就按预定计划行动。 Talk to. Okay, er muss in ihrer Nähe stehen, weil da ist bestimmt kein Gloomy Man. Well, this celebration is hosted by the Furons. Although their relationship with the royal family is not bad, many of them are hostile to General Rose. It is possible that these folks put something toxic in the food? 为什么？ You worry too much. You know that? This is Paris. Showing hostility to General Rose openly would anger a whole lot of people. Now that you said that, I'm even more worried. That hunch of yours always seems to come true, but with the opposite outcome. Alas, I brought you two here to relax on your vacation, not for to quarrel. General Rose, is that you, Pauline? What happened? I heard that you were cleaning up rebels everywhere. That's a long story. Well, General Rose, there might be some bandits lurking around the venue. Did you notice anything suspicious on your way here? Bandits? Speaking of which... 绝对不会有问题的。 Nothing suspicious, but when it comes to absolutely unsuspicious places, we came from the courtyard to the west, which means this corner is a safe place. That's it. The bandits must be hiding in the west. If he said it's safe, it must not be safe. Huh? What? Yes, it's highly probable that the bandits are hiding in the courtyard to the west. 怎么可能呢？ You too, General Rose? There are traces of excavations in the courtyard. Although it's possible some kind of preparation for the celebration, still it seems too far away from the venue. 好的， I see. Thank you for the information. Little Skylark, go check the courtyard to the west. Chip chip. Pauline, since there may be danger, you must be more careful. General Bonaparte cares about you a lot. Sure, I'll take care of myself. So she's the Maid of Toulon, huh? She's nothing compared to General Rose. Bandits, even Paris is not safe nowadays. 为了法兰西的安定， The Queen is also at this banquet. If anything happens, we must ensure the safety of Her Majesty. Jo, da haben wir gleich eine große Truppe. Alter, sind das viele. Muss ich mir das jetzt merken oder bleibt das Ding an? Die haben irgendwie neues Design, die Infanteristen, oder? Also sie haben auf jeden Fall 3-mal Linieninfanterie da und 2-mal Skirmisher. Das heißt, da müssen wir am ehesten mit Skirmishern rein. In die Richtung. What happened? Are we exposed? Oh, fall back! Ah, ne, die rennen ja teilweise weg dann, ne? Aber nicht alle wahrscheinlich. Nur die Bandits. Okay, aber das hilft ja schon. Jetzt wissen wir, dass es nur noch Linieninfanterie ist. Jetzt reichen auf jeden Fall unsere Skirmisher. Ich weiß halt immer noch nicht, wie das ist. Weil das ist eigentlich alles impassable, ne? Wenn sie keine Kanonen haben, können sie niemanden treffen. Vielleicht ist es einfach nur meine Aufgabe, ohne Pauline das jetzt zu machen. 做决定前，先收集下情报吧。 Wie weit kannst du laufen? Nur bis zum Gras, okay. Oh, hier sind sogar noch mehr. 好的，我准备好了。 Das war trotzdem kein Fehler. Ja, Das ist da. völlig in Ordnung. 部队的后勤也要跟上。没关系。南城的 Ich 敌 muss ja 人 auch 就交给 gucken, 我 dass。ich 沉着 diese 冷静 Richtung 才是 erstmal 制胜的法宝。 abgrenze hier, damit die Gegner hier nicht durchpushen von hinten. 整理一下行装，让我们跳骑兵来亮个相。伙计们，该你们上场表现了。 Wäre auch zu schön gewesen, ne? Naja. “有什么要求就尽管说吧。 Wenn sie angreifen wollen, ist es okay. Die geht in Level 8, okay, damit kommen wir, denke ich mal, auch klar. 到我一展身手的时候了。大家打起精神来！ So, du kannst jetzt noch einen von uns 2-mal agieren lassen, richtig? Aber wie viel Reichweite hat das? Natürlich nur ein einziges Feld. Das ist schlecht. Hätte ich das gewusst, hätte ich die anders positioniert, aber gut. Dann würde ich sagen, machst du das diese Runde noch nicht, ja? Wie war das hier nochmal?
Für eine Runde nur. Das heißt, sie muss eigentlich am Anfang, das muss sie am Anfang machen und das am Ende. Aber ich muss auch gucken, dass die Leute dann neben mir stehen oder sie zumindest erreichbar sind. Nicht so wie jetzt. Wir machen noch eine Runde. Sie hat einen Skill namens Aegis, ne? Das habe ich gerade gesehen. Ist sie eine Maid? Also ein Maiden-Skill? 抓紧缰绳，冲吧！ Jetzt wird Bewegung da angezeigt.打起精神，可别落在后面了。 So, die eine Runde machen wir noch. Und dann würde ich die Folge auch beenden. Die letzte Folge ist sehr lang geworden, dann machen wir die auch ein bisschen kürzer hier. I see. It seems that my trip is totally worth it. Nivane, why are you here too? There are some of my father's friends among the guards at the gate, so they let me in. It's a rare opportunity for me to come to Paris, so how can I miss such a wonderful celebration? What about you, Pauline? Do you want to try some of these cookies? They're so delicious. This page. There's an emblem of the maid on this piece of paper. Why it's in the hands of Nivane? Oh, this one? It's sort of a leaflet of the celebration. Maybe, so I took one. 可是， No, this page looks old and I've seen it somewhere. You think so as well? I saw it with a bunch of flyers and immediately found it unusual, so I took it for further examination. Since you're interested, here, take it. Thank you very much. There's writing on it. The victory is near. The king betrayal. What does it mean? Okay, noch ein Journal bekommen, aber leider keine neuen Infos. Gut, ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Letzte Folge war wie gesagt sehr lang, diese ist ein bisschen kürzer. Ich werde es einfach so ein bisschen ausgleichen. Ich danke euch fürs Zusehen. Bye bye, bis denne.